Challenge für diese Messe: finden wir einen Trabant. Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier aus Svens Garage, heute aus Maastricht von der Interclassics. Die erste Messe in 2026 und für mich auch die erste Messe, was Maastricht angeht. Ich war hier auch noch nicht. Bin gespannt, was die Niederländer so alles zum Thema Oldtimer zu bieten haben. Ich nehme euch einfach mal mit, seid gespannt. Oldtimer-Messe Maastricht, die geht insgesamt über 4 Tage, beginnt an einem Donnerstag. Heute ist der Tag etwas kürzer, in Anführungsstrichen, da beginnt sie um 12 und geht dann bis 20 Uhr. Ansonsten ist die Messe eine große, riesige Halle, also gibt auch gleich am Eingang so einen wunderbaren Floorplan, wo man genau sehen kann, welcher Händler mit welchen Fahrzeugen wo steht. Ist insgesamt natürlich nicht vergleichbar mit Bologna oder wie auch immer, aber das soll sie auch gar nicht. Was haben wir gelernt? In Brüssel war es ähnlich und auf anderen kleinen Messen auch. Es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität und das sehe ich auch auf dieser Messe so. Ich bin schon von den ersten Fahrzeugen wieder beeindruckt. Ich werde aber die Dinge abfilmen, die besonders interessant und besonders kurios sind. Ansonsten nehme ich euch mal mit, was es hier so alles zu entdecken geht. Und ich kann euch sagen, ich habe schon einiges gesehen und das ist super spannend. Kaum auf der Messe angekommen, schon das erste spannende Fahrzeug gefunden. Was es nicht so oft zu sehen gibt in Deutschland, ist ein Jaguar XJ 220 von 1992 mit nur 6000 Kilometer. Erstauslieferung in Österreich und in Silverstone Green. Das gute Stück kostet 600.000 €, aber bildschön. Außer ein paar Kratzer auf der Einstiegsleiste, ansonsten die Innenausstattung ist in einem perfekten Zustand, wie man es erwartet nach 6.000 Kilometern. Auf dieser Messe geht mir das Herz auf. Einen originalen XK 120 in Aluminium von 1949. Was ein schönes Auto, echt klasse. Von diesen wurden nur 242 aus Aluminium in Handarbeit hergestellt. Das war noch echte Handwerkskunst. Irgendwann ist das Aluminium so teuer geworden, dass es die dann nur noch in Stahlblech gab. Deswegen einer in Alu, Gold wert. So, jetzt wieder ein super spannender Youngtimer, zumindest sehe ich das so. Ein Evo 8 von 2004 mit nur 13.800 Kilometer in schwarz, auch in einem perfekten Zustand, innen wie außen. Der kostet hier auf der Messe 73,9. Ein Mercedes 250 SE von 66, eine ältere Restauration ist da drauf, aber es schaut so ganz, ganz schön aus, auch was die Spaltmaße und so angeht, was ich so sehen kann. Mit einem Vinyldach, wurden nur 5.200 Stück von gebaut, 46,9 in Maastricht auf der Messe. Und wer möchte, kann seine Anhänger, Wohnwagen oder sein E-Bike mitnehmen. Das Teil hat eine Hängerkupplung. Mercedes 300 SL Roadster, ein 198er von 1957, Magic Numbers, technisch top, optisch top, Ingenieurskunst in Perfektion. Preis gibt es leider keinen. Das nächste seltene Fahrzeug, ein Alfa Romeo 8C, der hat einen Carbon-Chassis. Wurde als Coupé gebaut, so steht er hier auch auf der Messe, hat einen 8-Zylinder drin mit 450 PS. Wurde von 2007 bis 2010 gebaut. Den gab es als Coupé und auch als Cabriolet. Die waren limitiert. Als Coupé gab es 500 Stück und als Cabriolet gab es irgendwas über die 300 Stück von diesem Fahrzeug. Der hat Schaltwippen, also wie beim F1, beim Formel-1-Rennwagen am Lenkrad. Ist auch ein bisschen inspiriert aus der Rennserie von Alfa Romeo, aus der Vorkriegsrennserie. Ansonsten ist das
ist ein absolutes Sammlerfahrzeug. Die liegen irgendwas über eine halbe Million. So, jetzt haben wir noch ein paar Infos. Also das Fahrzeug kostet 324.000, hat 130.000 Kilometer gelaufen, ist zweiter Hand und wurde in Belgien, da fand die Erstauslieferung statt. So, das nächste tolle Auto, ein Wiesmann GT, ein MF5 mit einem Performance Package, ist auch sehr selten, von 2012. Den gibt es hier zum Schnäppchenpreis von 292.500 Euro. Das ist auch so eine Messe, wo ich abends am liebsten mal durchlaufen würde zum Shoppen. Also wirklich klasse. Tolle Autos. Ein Datsun 280 Z Rallye mit 260 PS, Baujahr 76, 76,5 ist der Preis, der hier aufgerufen wird. Ist wohl irgendwie in Anlehnung an Monte Carlo, irgendein berühmtes Fahrzeug. Aber toll, klasse. Ein VW Beetle, First Paint, komplett im Originallack von 1975, steht da wie aus dem Laden. 4.400 Meilen hat er drauf, ansonsten innen wie außen original 53,5. Mercedes 190 SL von 1960. Keine weiteren Angaben. Restaurationen ist für den 24-25 erfolgt. Ansonsten hat er seitdem weniger als 100 Kilometer gefahren. 189.500 Euro. Also was sehr, sehr auffällig ist, dass man hier unheimlich viele Mercedes 300 SL findet. Das habe ich bisher so in der Anzahl auf keiner anderen Messe gesehen. Schön, klasse. 300 SL Roadster in einem perfekten Zustand, natürlich auch restauriert in schwarz, mit einer roten Innenausstattung. Einsteigen und auf den Sommer warten. Lambo Diablo Roadster VT von 96. Keine Kilometerangaben, aber 545.000 Euro. Bildschönes Auto, super. Echt klasse, kein Kratzer, keine Delle, nix. Innen auch toll. Alfa Romeo Giulia, ein 1600S von 68, voll restauriert, 47,5. So, hier ist eine Firma, die macht Aluminiumbleche und Karosserien. Und der Kollege hat dieses Fahrzeug bekommen als Chassis mit Motor und Getriebe. Und alles, was obenrum Aluminium ist, hat er innerhalb von 500 Stunden selber gebaut. Der Kunde hatte nur eine Vorstellung, das Heck muss rund sein, der Rest war ihm egal. Und muss aussehen wie ein Vorkriegsrennwagen. Das waren die Vorgaben. Aber klasse gemacht. Ja, wirklich ganz tolle Handarbeit. Porsche 356 Speedster mit einem 2,3 Liter Motor, ist rechts gelenkt, 149.000 Euro. In Aluminium, Rohkarosserie, macht aber was her. Ist die Messe herrlich. Wieder ein schönes, seltenes Fahrzeug, ein BMW B12 5,7, ein Alpina. 325.000 Euro. Der hat 132.000 gelaufen und ist aus 95. SLS AMG, 45.000 gelaufen. First Paint von 2012, ist aus Amerika, 195.000 Euro. Land Rover Classic von 72, 96.000 gelaufen, kostet 205.000 Euro. Das ist eine Ansage. Porsche 991 2 GT3, 23.370 Meilen steht drauf, 500 PS, kommt aus Italy, 2018 gebaut in Miami Blue. Schöne Farbe, schönes Fahrzeug. Geht ab wie Hulle. Dodge Challenger SRT 8 First Paint, deutsche Auslieferung, 42,5 mit 39.800 Meilen, 432 PS auf der Hinterachse, Baujahr 2009. Schöner Zustand, keine Dellen, keine Kratzer. Also der den hatte, hat ihn geliebt. So schaut er aus. Ich habe mal kurz drunter geguckt, so wie es aussieht, hat er noch keinen Winter gesehen.
perfekter Zustand, schön, schönes Fahrzeug, klasse. Jetzt kommt erstmal eine ganze Reihe mit VW-Fahrzeugen. Ich gucke mal, was da so alles Interessantes bei ist. Der erste hier ist ein Typ 34 von 62, frisch restauriert, 1500er Motor, hat seit Restauration 10.000 gelaufen, 49,8. Ein Käfer von 61, ein 1200er mit einem Faltdach, 39,8, voll restauriert. Top-Zustand steht dran und so schaut er auch aus. Nochmal ein 1200er von 63, auch frisch restauriert, auch mit Faltdach. Der eine hat Stoff, der hat jetzt keinen Stoff, der hat so ein Vinyl-Faltdach, 39,999, aber auch natürlich in einem perfekten Zustand. Wenn man von euch so ein Fahrzeug restauriert hat, der weiß, was das kostet. Deswegen, also wenn einer da Hand anlegt bei so einem Fahrzeug und um das in diesen Zustand zu bringen, inklusive Lackierung und Technik, dann reicht die Summe nicht, wenn man es selber macht. Ein Original-Brezelkäfer. Viele wurden auch mal umgebaut, dass die Optik hinten so stimmt und dann wird nur der Rahmen reingeschweißt und da gab es auch in Kunststoff so ein Ding zum Einkleben und Einsetzen. Das ist hier aber ein Originaler, 39,9, der ist von 53. Hat einen 1100er Motor mit 24 PS. Ja, schaut toll aus. Wenn man sich überlegt, da ist man früher mit in den Urlaub gefahren, mit 2 Kindern und noch mit Anhänger hinten dran, mit dem Klappwagen. Da ging was über die Alpen. Hat gedauert, ohne Klima und ohne Anschnallgurt. Und geraucht wurde auch noch im Auto. Jetzt kommt wieder was ihr so auf keiner Messe so schnell findet. Vor allen Dingen nicht in dem Zustand. Der ist jetzt zwar restauriert, aber der ist perfekt gemacht. Das ist ein 1303S GSR Original. Der ist noch nicht ganz fertig restauriert. Die Innenausstattung, zumindest Sitzgestelle, sind drin, aber sind noch nicht bezogen. 78.000 €. Das sind sie aber auch in der Liste wert. BMW E46, ein M3, ein CSL. Das ist ein Leichtbau von 2003 mit nur 26.000 Kilometer auf dem Tacho. 169.995 € in Maastricht auf der Messe zum Mitnehmen. Mercedes 113, 280 SL, sprich eine Pagode, frisch restauriert, kam aus Amerika. Das jetzt kurzes Baujahr, der hat, also 3.000 Kilometer wurden gefahren. 1 Jahr Garantie ist drauf, ist eine Automatik ohne Klimaanlage, 219.000 €. Muss mich noch mal kurz korrigieren. Der wurde nicht 3.000 Kilometer gefahren, sondern der hat 1 Jahr Garantie und maximal 3.000 Kilometer. So ist es richtig. Ferrari 458, brandnew. Steht dran, hat 48 Kilometer auf dem Tacho, ist von 2011, also nie gefahren worden. Fahrgestellnummer ist auch angegeben, Mehrwertsteuer ist ausweisbar, inklusive Mehrwertsteuer 240.000 €. Tolles Fahrzeug, toller Motor. Der geht gut ab, klingt gut. Mitnehmen. Das ist auch wieder so ein Fahrzeug, wo ich mich frage, warum kauft man sich den und fährt ihn nicht? Den würde ich jeden Tag fahren, glaube ich. Gut, der ist jetzt für die Rennstrecke, aber egal. Dann suche ich mir halt eine Strecke, wo ich fahren kann. Aber zumindest wird er am Wochenende bewegt, ja. Verstehe ich nicht. Aber gut, muss ich auch nicht. Wertanlage. Aber die größte Rendite ist immer noch der Fahrspaß. So sehe ich das. Der nächste Ferrari, auch wieder brand new. Ein 360er Challenge. 0 Meilen auf dem Tacho. 400 PS. Baujahr 2000. Tolles Auto. Golf 1, Gruppe 2 von 75, 180 PS, 750 Kilo, nee 760 Kilo, sorry, Eigengewicht, 75.000 €. Also eine Rennsemmel, die auch rennt. Mercedes SLK 55 AMG, 45.000 Kilometer, 360 PS, Baujahr 2006. Innen und außen schaut das sehr, sehr schön aus.
Den Preis will ich euch nicht vorenthalten, 43,5. Ferrari 328 GTS, 48.000 Kilometer, 2 Owner, also 2 Vorbesitzer, 105.000 Euro. Wieder ein seltenes Fahrzeug, extrem selten. Der wird auch extrem wertvoll sein. Das ist ein Fiat 8V Berlinetta Speciale. Das ist der Vorentwurf für den Ferrari 250 SWB. Wenn ihr euch den mal anschaut, der schaut genauso aus. Ganz tolles Fahrzeug. Wunderbar, wie aus dem Bilderbuch. Unglaublich. Ich liebe Messen. Jetzt habe ich was gefunden. Der hat einen Austin 7. Also die Limousine. Ich habe ja diesen Ulster Spots, aber davon die Ursprungsversion ist eine Limousine. Den hat er sich umgebaut als mobiles Schaufenster für seine Brillen. Der ist Optiker. Und der hat auch hier einen Stand auf der Messe und daneben steht dieses Auto. Toll. Hier ist eine Firma, die haben eine Mercedes 124 irgendwo aus der Scheune gezogen. Und dann haben die angefangen, eine Seite aufzubereiten und die andere Seite in den Ursprungszustand zu lassen. Also ein Vorher und Nachher. Toll, klasse, gefällt mir sowas. So, jetzt haben wir was gefunden. Das gehörte mal dem Sultan von Brunei. Ein Lambo, ein Geländewagen von 1986. Hat erst 10.800 Kilometer runter und kostet 500.000 Euro. Aston Martin DB2-4 MK3 Cabrio von 59, 18.500 Kilometer, 400.000 Euro. Auch ein spannendes Fahrzeug, Audi Quattro 1983. Da war das natürlich für mich war das damals unerreichbar, das war der Traum. Aber natürlich nicht zu bekommen. Das ist der 2,2 Liter Motor, 117.000 Kilometer, Schaltgetriebe, ja, Top-Zustand eigentlich. Also für sein Alter, innen wie außen, schaut alles original aus, aber der, wo sich perfekt auskennt, wird es in dem Video schon sehen, was passt und was nicht passt. 69,5. Mercedes 198 300 SL Roadster. Belgische Zulassung, Baujahr 59, 4.000 Kilometer, 995.000 Euro. Tja, schönes Fahrzeug, für mich unerreichbar. Wir haben ihn gefunden, den Trabant. Das Kultauto überhaupt, der wo kaum rostet. Ein 601 S der ist brandneu. 0 Kilometer auf dem Tacho, 82 steht drauf, also fast nicht gefahren. Von 63. Jetzt ratet, was der kostet. 17,5. Mercedes 126, ein 300er, ein SE von 88 mit 74.000 Kilometer. Zweiter Hand, deutsche Zulassung, Schiebedach und Automatik. Ansonsten eine schöne Velour-Ausstattung, die hat ja damals auch Geld gekostet. Klimaanlage hat er. Optisch schöner Zustand, 29,5. So, ein Honda S2000, wer einen sucht in einem Neuzustand, also der hat mal gerade irgendwie 6.000 Kilometer runter. Ich meine 6.800 oder so. Ich gucke nochmal. Ja, 6.800. Der kostet stolze 62,5. Steht allerdings auch da wie aus dem Laden. Jetzt haben wir sie gefunden, die Königin der Landstraße. Eine DS 23 von 1974, 59.000 Kilometer, 58.500 Euro. Ist aus einer privaten Sammlung und wurde voll restauriert. Ich finde das Auto einfach schön, unglaublich. Das ist was ganz Besonderes. Ich liebe diese Autos. Das ist ein Bentley Speed 6, ein Special. Peking to Paris ist der wohl gefahren, also irgendeine Rallye. 325.000 Euro kostet das Teil. Hat natürlich unheimlich viele Features außen so zum Anschauen. Also ich finde den unheimlich schön. 4,5 Liter Maschine hat er drin. Hat einen Tank von 120 Liter. Keine Ahnung, wie sich sowas fährt.
Ich kenne auch keinen, der sowas hat. Also sollte jemand von euch so einen haben und braucht mal einen Beifahrer, ruft mich an. Was ich ja schon auch spannend finde, ist, der hat Handbremse und den Ganghebel außerhalb vom Fahrzeug. Das gibt kalte Hände im Winter. Wieder ein Bentley, ein Special B Racer. Hat einen 8-Zylinder-Reihenmotor drin, Baujahr 1950, 320.000 €. Ich zeige euch mal die Auspuffanlage. Ist auch ein spannendes Fahrzeug, klingt bestimmt auch gut mit nur einem Schalldämpfer dazwischen und alle 8 Rohre direkt da rein. Schön, tolles Fahrzeug. Das ist eine Mofa. Also aus meiner Zeit ist die schon, aber da war ich eigentlich nicht so drauf erpicht. Ich hätte eigentlich viel lieber eine Zünder oder eine Kreidler gehabt. Das ist jetzt eine Puch Maxi Spezial. Die ist neu, die hat original 10 Kilometer runter und die kostet hier auf der Messe 5.950 €. Also wer sowas sucht, ab nach Maastricht. Noch nie gesehen, ein Renault von 1928. Kostet 18,9 €. Ohne Klima, ohne Airbag, falls einer fragt. Ein Alfa Romeo Montreal von 72 mit 62.000 Kilometer. Den gibt es hier für 115. Ein Alfa Romeo 2000er Spider Touring von 59, 89,9 €. Auch ein schönes Fahrzeug, schöne Farbe. Zustand ist, also das Fahrzeug wurde benutzt, ja, aber sonst so im Großen und Ganzen kann man anschauen. Alfa Romeo GT 1600 von 78 mit 68.000 Kilometer für 19,57 €. Also das Rot steht ihm perfekt und ist ein schöner Alltags-Oldtimer, den man als Daily-Driver durchaus nehmen kann und auch ein Einsteiger-Oldtimer. Also Ersatzteile und so sind hier überhaupt kein Problem. Und in Italien gibt es in Bologna auf der Messe gibt's alles für das Auto, von daher gar kein Thema. Schönes Fahrzeug, toll. So, Alfa Romeo Giulietta 1,8 mit nur 12.800 Kilometer, kostet 17,57 €. Also das findet man, glaube ich, auch nicht so schnell ein zweites Mal. Also der ist wirklich gehegt und gepflegt worden. Lancia, wer kennt ihn nicht, Delta HF Integrale von 94 mit 48.000 Kilometer, 155.000 €. Das ist eine Ansage. So, das ist ein Chevrolet Camaro, ein RS Restmod. Das bedeutet, Technik ist erneuert oder auf neuerem Stand. Das Fahrzeug ist Baujahr 69 und diese Art von Fahrzeuge wird in den nächsten Jahren immer mehr kommen. Also auch auf den Messen, so wie wir sie kennen, werden solche Fahrzeuge natürlich auch von anderen Herstellern, das geht ja auch mit dem SL, wo man dann Motor und so weiter rausnimmt und einfach ein moderneres Fahrwerk auch verbaut und natürlich auch Antrieb und Getriebe alles ein bisschen moderner und hübscher macht. Mercedes 201, 190e, 3,2 AMG in Original mit Kilometer, 161.000 Kilometer, Schaltgetriebe, 89,5. Ein Fahrzeug meiner Jugend, ein Golf GTI G60, der hat 125.000 Kilometer runter und ist von, jetzt brauchen wir noch das Geburtsdatum, 1990 und 24,5. Lederausstattung, Schiebedach. Ja, das war ein Traum damals, aber natürlich preislich damals unerreichbar. Ging überhaupt nicht. Der nächste Wiesmann als Cabriolet von 2011 mit 12.800 Kilometer, 239.950 €.
Mercedes G-Klasse Cabriolet G400 CDI von 2000 mit 160.000 Kilometer, 99,59. Land Rover Defender, in dem Zustand sieht man ihn selten und das Baujahr auch. Der ist Baujahr 51, ist erste Serie 64,8. Sehr spartanisch, leicht, fürs Militär entwickelt. Von daher darf er auch so sein, wie er da steht. Aber toll. Technik im Ursprung. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal gesehen hat. Müsst ihr unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal auf irgendeiner Messe, natürlich jetzt nicht in Maastricht, auf irgendeiner Messe schon mal gesehen habt. Das ist ein Fiat Panda 4x4 Rallye mit kompletter Rallye-Ausstattung. Schon sehr witzig. Ich kann es euch leider nicht zeigen, aber der hat hinten auf der Ladefläche hat er 2 Ersatzräder, 2 Reservekanister und einen Motorkühler. Und noch eine Werkzeugkiste. Also der ist voll ausgestattet. Bestimmt auch irgendwo ein Wagenheber vergraben. Der hat alles dabei. Und der steht hier nicht zum Spaß, um mich zu amüsieren, sondern der ist zum Verkauf und der ist hier zu erwerben für 35.000 Euro. Also, wer einen Fiat Panda sucht, Rallye fahren möchte, in Maastricht steht er. Auf nach Maastricht. Wieder was Seltenes, gibt es auf deutschen Messen auch nicht zu sehen. Es ist ein Toyota, ein 800 Sports von 67 mit 800 Kubik und 45 PS. Der steht, wo 3.100 noch was wurden davon produziert. Etwas über 300 Stück sind linksgelenkt und das hier ist ein linksgelenkter. Der kostet 64,9. Wer kennt ihn nicht? Eine G-Klasse. Ein Brabus G500, der hat 9.900 Kilometer, ist von 2016 und kostet 153.980 Euro. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum liegt der denn so hoch, das liegt daran, der hat Portalachsen verbaut. Ich zeige euch das mal eben. Da ist quasi an jeder Achse vorne und hinten ein Zwischengetriebe und die Antriebswelle greift oben rein und dann gibt es eine Übersetzung nach unten runter. In dem Fall wahrscheinlich 1:1, aber das weiß ich nicht genau, müsste ich erfragen. Mercedes 124 300e mit Lederausstattung, Schiebedach, Automatik, Klimaanlage, 76.000 Kilometer, Baujahr 91, 24,5. Schönes Fahrzeug. Einen großen Kombi sucht, hier steht er. Made in France, ein CX 2,5 TRI Automatik, Baujahr 88, 90.000 Kilometer, 24,5. Mit dem Parken wird es ein bisschen anstrengend, aber sonst Platz hat er genug. Alfa Romeo 2000 GT von 73, der hat auf jeden Fall 120 PS, Laufleistung steht leider nicht dabei, kostet 59,9. BMW Z3, 94.000 Kilometer, komplett im Erstlack, ist von 98, schöne Farbkombi innen drin, diesem schwarz-rot, Handschalter, so vom optischen Zustand her echt klasse. Der soll kosten 23,5. Mini Cooper 2000 Sport von ohne Baujahr, 13.200 Kilometer, 29,59. Porsche 911, 39, 3,3 Liter Turbo von 88, 40.000 Meilen, 159.900 Euro. Wieder was Besonderes, ein Käfer, ein Volkswagen, Ultima Edition von 2003 mit nur 16.000 Kilometer. Wurde in Puebla produziert. Okay. Es gibt wohl anscheinend nur noch 62 weitere Exemplare und der kostet 25.000 Euro. Wieder was Tolles gefunden. Das ist mal eine Wellblechente, aber von 1957 und im Erstlack. 13,59 zum Mitnehmen. Toll, klasse Fahrzeug, schaut super aus. Ford Escort Rallye, 2 Liter, Baujahr 74, steht hier auf der Messe zum Verkauf für 37,5. So, jetzt habe ich was gefunden. Das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Was haltet ihr davon? Das ist ein Bentley
ein T2 von 1980 und der wird gerade restauriert und der wird umgebaut auf elektrisch. Steht allerdings jetzt kein Preis oder wie auch immer dran. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Das ist auch ein ganz besonderes Fahrzeug. Das ist ein SLS AMG Black Series. Der ist von 2013, 24.000 Kilometer, 795.000 Euro. So, wieder ein spezielles Fahrzeug, ein Mercedes W124 400e von 93 mit 166.000 Kilometer. Er hat Stoffausstattung, Schiebedach, Automatik, Klimaanlage, 23,5 kostet das gute Stück. Wieder was Kurioses gefunden, das finde ich ja echt witzig. Das ist ein Willys Jeep für Kinder, aber mit einem richtigen Motor und richtigem Getriebe und so wie er ausschaut, richtig fahrbereit. Klasse. Und daneben der große Bruder, ein Jeep Willys M38 von 52, 26,850. Aber schaut aus wie neu. Also voll restauriert. Einsteigen, losfahren. Ich weiß nur, die haben Torsen-Differentiale. Die wurden damals entwickelt. Das sind Differentiale, die sich automatisch anpassen. Sobald ein Rad durchdreht, haben eine Selbsthemmung. Und deswegen war das Fahrzeug damals auch so geländegängig. Ja, das ist so ein technisches Feature an diesen Fahrzeugen, was unschlagbar ist. Ja, und wer noch ein Projekt sucht, bis zum Sommer ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schafft ihr das ja. Vom Baujahr 69, ein Alpha Spider, unrestauriert, wahrscheinlich so aus der Scheune gezogen und hier rüber geschifft. Der ist aus Amerika, zumindest im Kennzeichen nach, 26.000 Euro. To go. So, ein wunderbarer Messetag neigt sich dem Ende zu. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich kann nur sagen, phänomenale Messe. So wie ich das eigentlich von Interclassics gewohnt bin, zumindest aus Brüssel. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, da zählt die Qualität und nicht die Quantität. Unglaubliche Fahrzeuge, vieles Neues entdeckt, vieles Kurioses gefunden. Also ich bin hellauf begeistert und damit fahre ich jetzt auch nach Hause. Wie gesagt, nach der Messe ist vor der Messe. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt schön rostfrei. Euer Sven. Ciao.